Als die Asemeyer deinen Brief vorgelesen hat, da hast du nur behauptet, dass er für mich ist. Quatsch. In Wirklichkeit war er für Anne Siebert. Du bist in unsere Französischlehrerin verliebt. Ich mache diese Ausbildung und damit basta. Wenn das so ist, hast du auf Königsbrunn nichts mehr verloren. Du ziehst aus, und zwar sofort! Du willst mich rausschmeißen? Von wollen kann überhaupt keine Rede sein. Dein Verhalten lässt mir keine andere Wahl. Das ist Erpressung. Weißt du, du tust immer so verständnisvoll, so tolerant, aber sobald jemand nicht nach deiner Pfeife tanzt, da flippst du völlig aus. Entschuldige bitte, Nico. Wer hat mir versprochen, sein Abitur zu machen? Ich bin vielleicht volljährig, ich habe meine eigenen Pläne. Du hältst dich nicht an unsere Absprachen, also trage bitte schön auch die Konsequenzen. Finanzielle Unterstützung. Deine Bleibe auf Königsbrunn gibt es nur, wenn du weiter zur Schule gehst. Ich lass mich doch nicht kaufen. Ab jetzt verdiene ich mein eigenes Geld. Als Auszubildende bei einem Fotografen? Hast du dir diesen Vertrag überhaupt schon mal durchgelesen? Ich komme auch ohne dich zurecht. Das hoffe ich sehr für dich. Allerdings sind 250 € Ausbildungsvergütung im Monat nicht gerade üppig. Damit hättest du nicht gerechnet. Die dumme kleine Anne schnallt auch endlich, was Sache ist. Jetzt hör doch mal auf mit dem Scheiß. Ich und die Siebert, die ist doch viel zu alt. An welche Anne war dein Liebesbrief denn sonst? Du hast ja vorhin selbst zu Konstantin gesagt, der war gar nicht für mich. Das hast du mitbekommen? Zufällig, ja. Und ich, blöde Kuh, hab noch geglaubt, du wärst nur schüchtern. Dabei lässt du mich die ganze Zeit absichtlich auflaufen. Das ist sowas von arm. Ich wollte doch nur, dass das nicht auffliegt. Das mit der Siebert? Wieso denn? Ist doch völlig normal, dass man sich in seine Lehrer verknallt. Ist mir auch schon x-mal passiert. In der Grundschule. Bin mal echt gespannt, was die anderen dazu sagen. Und erst die Siebert? Du willst doch nicht. Nenn mir einen guten Grund, warum ich es nicht überall herum erzählen sollte. Paul schreibt seiner Lehrerin romantische Liebesbriefe. Mach jetzt keinen Quatsch. Okay. Aber nur unter einer Bedingung. So, bitte. Oh, vielen Dank. Wäre doch nicht nötig gewesen. Ab und an kann ich doch auch mal was für meinen Neffen tun. Damit er von klein auf weiß, was für ein begnadeter Koch sein Onkel ist, ja? Ja, natürlich. Mit Spezialität Bananenbrei. Guck mal, lecker Bananenbrei. Hallo. Hi, Tanja. Na, da hat ja einer ganz großen Appetit. Ja, er scheint sich auch sichtlich wohlzufühlen. Wenn er Ansgar nicht so vermissen würde, ginge es ihm noch besser. Daran wird er sich gewöhnen müssen. Es gibt Schlimmeres als einen Vater im Gefängnis. Ja, eine Mutter wie Sie zum Beispiel. Sie haben noch lange nicht gewonnen. Ich werde dafür sorgen, dass Ansgars Unschuld bewiesen wird. Das wird langsam zur fixen Idee bei Ihnen. In unserem Alter sollte man eigentlich gelernt haben, dass sich die Realität nicht nach den eigenen Wünschen richtet, meine Liebe. Mein Süßer. Süß. Und träum süß von der Mami. Es ist sicher auch nicht ganz einfach, mit ihr unter einem Dach zu leben. Was sagst du eigentlich zu Sarahs neuer Wohnung? Sie hat was gefunden? Du weißt noch gar nichts davon? Deine alte Wohnung über dem No Limits. Sie zieht heute dort ein. Nein, Sarah hat sich seit Tagen nicht mehr bei mir gemeldet.
Jetzt wartest doch mal ab. Die Kursfahrt wird bestimmt klasse. Was ist denn mit dir? Verreist du schon wieder? Nicht ganz. Ich zieh aus. Was? Warum das denn? Du hast dich schon wieder mit Vater gestritten wegen deiner Ausbildung? Ich habe einfach keinen Bock mehr, mir reinreden zu lassen. Ich bin schließlich alt genug. Ja, klar, aber deswegen direkt ausziehen? Er kriegt sich schon wieder ein. Ja, so wie bei dir, als er dich nach Boston geschickt hat. Das war doch was ganz anderes. Was sagt Vater zu deinem Auszug? Er will doch sicherlich, dass du auf Königsbrunn bleibst. Da musst du ihn schon selbst fragen. Und wo willst du jetzt hin? Ich habe da ein paar Möglichkeiten. Ich melde mich dann, sobald ich was Genaueres weiß. Wir können loslegen. Hier sind genug Leute da. Meinst du nicht, wir sollten noch ein bisschen warten? Bis alle weg sind und keiner mehr unseren großen Auftritt mitkriegt. Ich kann das nicht. Du musst. Ich habe nämlich keine Lust, als naives Dummchen dazustehen. Trotzdem, ich... Okay. Wenn es dir lieber ist, alle erfahren, dass du in die Siebert verknallt bist. Warte, ich mach es. Und besser, du gibst dir Mühe. Ja. Paul, du nervst! Merkst du das eigentlich nicht? Du bist schlimmer als jede Klette. Auf dem Kopf nur Stroh und innen drin auch. Anne, bitte. Ey, du bist echt der dämlichste Typ, mit dem ich je zusammen war. Wenn du es wenigstens im Bett bringen würdest. Anne, du kannst doch nicht einfach so Schluss machen. Und ob ich kann. Ey, ich ertrag dein Gewinsel nicht mehr. Ich brauche meine Freiheit. Und komm mir ja nicht noch mal mit einem deiner Liebesbriefe. Mir wird schlecht von dem schwülstigen Kram. Hör auf. Ich hätte noch gar nicht angefangen. Ich schwör's dir. Ich stelle jeden deiner Briefe ins Internet. Er kann sich die ganze Schule darüber beömmeln. Anne, bitte. Lass mich endlich zufrieden. Such dir eine andere. Mir reicht's. Sarah Hofmann? Ja, hallo Sarah, ich bin's. Leonard, du solltest mich doch nicht anrufen. Ja, ich weiß, es tut mir auch leid. Aber ich habe gehört, dass du umziehst und da wollte ich dir anbieten, also ich habe heute einen Tag frei und ein paar Kisten schleppen wird meiner Form, glaube ich, ganz gut tun. Sarah? Das ist wirklich nett, Leonard, aber ich schaffe es auch allein. Ich habe ja nicht so viel Zeug. Ja, gut, wie du meinst. Ich muss jetzt auch Schluss machen. Ich bin gerade dabei, die Sachen zu holen. Ich melde mich irgendwann bei dir. Ja. So, Coco, Andi, Dankeschön. bitteschön. Also ich glaube, ausgegeben hast du uns noch nie was. Was nicht? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber aus den Tanzkursen in Blue Eyes wird leider nichts. Jetzt kommen schon ein paar Kurse die Woche für ein gehobenes Publikum. Der Laden, der wäre eine sprudelnde Geldquelle. Nur leider kennen wir deine Geldquellen und die sind schlimmer als ein Fass ohne Boden.
bitte, jetzt reiß dich doch mal Hey, zusammen. du hast Frau Schneider das mit dem Club nur vorgemacht, um von dem Reinfall bei der Pferdewette abzulenken. Ohne uns zu fragen. Foxtrott und Weizer im Blue Eyes, vergiss es. Ja, also. Und außerdem, unser Club läuft gerade mega gut. Deswegen schlepp deine Seniorentruppen einfach woanders hin, bitte. Hi, Nicole. Hi. Hast du vielleicht ein Zimmer für mich? Du hast Glück. Ist eben eins frei geworden. Super. Was kostet es denn? Nur 60 €. Mit Frühstück. Was günstigeres wirst du hier in der Gegend wohl kaum finden. Ja, gut. Danke. Hey. Nico, was ist passiert? Ist dir der Flieger vor der Nase weggeflogen? Stress mit Johannes. Weil du für die Ausbildung die Schule schmeißt? Ach, du ersparst deinem alten Herrn doch nur eine Blamage. Wird auch peinlich, wenn du mit dem Adelstitel durchs Abi rasselst. Naja, der Ruf der Landstelle ist eh nicht mehr das, was er mal war. Entschuldige, Nico. Und was jetzt? Zurück nach Hause kriegt mich jedenfalls keiner mehr. Eher schlafe ich unter der Brücke. Mann, was habe ich da verpasst? Danke, so einen Freund wie dich kann ich echt gebrauchen. Komm schon, du hast es echt verdient. Ich weiß. Die Kursfahrt nächste Woche kann ich mir jetzt auch schenken. Finde ich doch keine Offensive bei deiner Anne. Ich dachte, du hast dir so viel vorgenommen. Ich brauche meine Anne nicht mal mehr angucken. Sonst schenkt die Anne 2 das doch sofort. Und dann weiß es bald der ganze Kurs. Wenigstens hat sie nicht gerafft, dass zwischen dir und der Siebert wirklich was gelaufen ist. Das wäre der absolute Super-GAU. Es darf kein Mensch mehr irgendwas von Anne und mir mitkriegen. Sonst kann ich mir Anne bald komplett abschminken. Du raffst es immer noch nicht. Es gibt genau eine Möglichkeit, wie du noch halbwegs vernünftig aus der Sache rauskommst. Vergiss die Siebert. Das versuche ich ja, ich schaffe es nicht. Sie liebt mich auch, das spüre ich. Vor allen Dingen liebt sie ihren Job. Und den wird sie deinetwegen mit Sicherheit nicht aufs Spiel setzen. Anne und ich, wir gehören zusammen. Oh, das war aber knapp. Leonard. Scherben bringen ja bekanntlich Glück, aber man muss den Spruch ja auch nicht überstrapazieren. Sind eh nur Noten. Ja, aber trotzdem schwer genug. Komm, jeder eine Kiste. Dann spare ich mir das Gewichteheben beim Boxtraining. Wir hatten eine Abmachung. Ich melde mich bei dir. Ja, schon, aber so ein Umzug ist doch wohl eine Ausnahme. Nein! Ich schaff das alleine. Verdammt! Es bringt doch nichts mehr, hinterher zu laufen. Du musst erst mal akzeptieren, dass wir Geschwister sind. Am besten, ich hau mich einfach ins Bett, zieh mir die Decke über den Kopf und warte, bis dieser Scheißtag endlich vorbei ist. Dann hätte ich nicht mitkommen brauchen. Sorry, aber noch mehr Katastrophen überlebe ich heute nicht. Hab ich doch richtig gehört. Hallo, Lisa. Musst du den Typ ausgerechnet hierhin mitschleppen? Dieser Typ ist immer noch mein bester Freund und den bringe ich nach Hause, wann ich will, okay? Naja, wahrscheinlich hast du moralischen Beistand heute dringend. Ja gut, Lars. Dann komme ich nachher bei dir vorbei. Hey, tschüss. Hi, Jungs. Hallo. Ah, gut, dass ich euch treffe. Brauchst du noch irgendwas für deine Kursfahrt nächste Woche? Keine Ahnung, ich weiß noch gar nicht, ob ich mitfahre. Wieso das denn? Hat es was mit Frau Siebert zu tun? Nee. Trägt sie dir deine Schwänzerei immer noch nach? Nee. Paul, sei ehrlich. Das hat nichts mit der Siebert zu tun. Das zwischen Paul und dir ist längst geklärt. Paul hat sicher eine allgemeine Schulphobie. Seine Freundin hat ihm heute vor allen Leuten eine Riesenabfuhr erteilt. Mega peinlich. Du hast nicht viel Glück mit Mädchen in letzter Zeit, hm? Tja, durch die Phase muss ich wohl auch durch. Und ich muss nicht noch mal mit Frau Siebert sprechen? Nein. Das hätte mir gerade noch gefehlt, dass Susanne sich noch mal bei Anne und mir einmischt.
Nachher fliegt doch noch alles auf. Meinst du, ich habe gewollt, dass Nico auszieht? Mit Druck erreichst du bei Nico jedenfalls nichts. Und, was soll ich bitte tun? Sie noch dabei unterstützen, wenn sie sich ihr Leben verbaut? Nach dem Abitur ständen ja alle Möglichkeiten offen. Es gibt auch ein Leben ohne Abitur, wenn Nico das unbedingt will. Und wenn sie nach einem halben Jahr die Lust an der Fotografie verliert? Oder die Ausbildung bei diesem 0815-Fotografen sie zu Tode langweilt? Lernen kann sie doch nur, wenn sie ihre eigenen Fehler machen darf. Carla, auch wenn sie volljährig ist, ich fühle mich doch für sie verantwortlich. Aber ihr deinen Willen aufzwingen, indem du sie vor die Tür setzt. Das kann es doch nicht sein. Sie muss lernen, sich an bestimmte Regeln zu halten. Wenn sie wieder einwilligt, zur Schule zu gehen, kann sie jederzeit zurückkommen. Das wird Nico so niemals tun. Sie hat deinen Dickkopf geerbt. Ihr wird nichts anderes übrig bleiben. Auch ein Dickkopf braucht mehr als 250 € im Monat zum Leben. Danke. Mach es uns doch nicht so schwer. Das wollte ich doch gar nicht. Du hast mich eben vollkommen missverstanden. Hier, bitte. Was ist das? Pack's doch einfach mal aus. Ein Stammbuch von den Lahnsteins? Ja, der ganze Clan bis zurück ins Mittelalter. Schau mal. Ich dachte, das interessiert dich vielleicht, wo du doch jetzt zur Familie gehörst. Und vielleicht lässt du dir von deinem Bruder ja mal die Besonderheiten der Familienkonstellation erklären. Ist nämlich nicht immer ganz einfach. Okay. Eine kleine Pause könnte ich wirklich gut vertragen. Tja, dann mach's dir doch mal irgendwo gemütlich. Komm, lass uns eine Runde Billard spielen gehen. Ich hab keinen Bock. Alter, ich weiß genau, warum du hier abhängst. Geht in dein Hirn eigentlich überhaupt nichts anderes mehr rein? Was sage ich? Dass ihr Frauen auch immer glaubt, dass ihr keine Hilfe braucht. Danke, die habe ich schon. Alles klar? Ich komme gleich. Was schleppt ihr eigentlich da? Sachen, die ich erst jetzt aus Hamburg geholt habe. Paul, ich hatte es, glaube ich, schon erwähnt, aber ich wiederhole es gern nochmal. Schlag dir das mit uns aus dem Kopf und lass mich in Ruhe. Hm? Wir hatten eine kurze, nette Affäre, aber das war's. Du bist mein Schüler nicht mehr. Tja, das hier ist natürlich kein Luxus, aber bestimmt wärmer als unter einer Brücke. Danke nochmal. Wenn ich euch nicht hätte. Hey, ist doch klar, wir waren alle schon mal pleite. Außerdem gehörst du doch quasi zum Inventar. Aber damit das klar ist, durchfüttern ohne Putzen und Mietanteil, das läuft ja nicht. Oh Mann. Ja, ist doch wahr. Wir müssen doch hier nicht den vererbten Adel durchfüttern. Das sagt genau der Richtige. Welcher Großkotz hat sich denn hier monatelang für lau breit gemacht? Keine Sorge. Mit dir hier werde ich es sowieso nicht lange aushalten. Sobald ich kann, suche ich mir was Eigenes. Ganz schön Kessel-Lippe für eine Obdachlose. Aber das kannst du dir ja nur leisten, weil du zur Not wieder auf Papas Schloss zurückkriechen kannst. Das kann ich mir leisten, weil ich für mein Geld arbeite. Und zur Not kann man sich auch noch einen Zweitjob suchen. Hey. Kriegst du das denn überhaupt neben deiner Ausbildung hin? Klar, das klappt schon irgendwie. Dann falle ich als außereheliches Nebenprodukt in der Familie gar nicht weiter auf. Nein, nicht wirklich. Ach, und das hier... Naja, so ein Umzug kann auch sehr entspannend sein. Jetzt gönn ihnen doch die Pause, wir sind doch auch gleich fertig. Also, wie gesagt, das hier ist unsere Großmutter. Mimi Baxter. Baxter. Sie hat noch mal geheiratet? Ja, 8-mal, soweit ich weiß, aber ich muss zugeben, bei ihr habe ich auch den Überblick verloren. War das Familienrekord? Also, ich glaube nicht.
Wir Lahnsteins sind doch für unsere Lebensfreude bekannt. Ist das auch Mimi? Nein, schon für die Frage würde sie dir den Kopf abreißen. Das ist unsere Tante Gloria, bekannt für ihren schlechten Geschmack. Was soll das denn heißen? Ich habe fast denselben Hut. Wow, Mein Lieblingsexemplar? das sind ja ein paar Schätzchen. Hast du unseren Speicher geplündert? Nein, Flohmärkte abgegrast. Ja, ich's vergesse. Robin Hood stammt übrigens auch aus einer Nebenlinie der Lahnsteins. Und den hier, den könntest du mir doch für die nächste Rennsaison in Ascot leihen, oder? Aber nur, wenn ich dich nicht begleiten muss. Na gut, dann nehme ich eben Tante Gloria mit. Oh, Sekunde, mich juckt's mich. Kannst du mir bitte ganz kurz? Bitte. Hier? Nein, mittiger. Hier? Höher. Ja, ja. Danke. Oh. Kannst sicher auch gut massieren, oder? Als ausgebildete Sportlehrerin? Keine Frage. Na, dann weiß ich auch schon, wie du dich revanchieren kannst für die ganze Schlepperei hier. Darüber lässt sich reden. Sie liebt dich also noch, ja? Also, für mich sieht's eher so aus, als würde sie sich schon mit Gregor trösten. Ey, die fällt doch jetzt nicht auf diesen Aufreißer rein, oder? Was machen sie ja sonst die ganze Zeit? Sieht aus, als würde sie zu ihm ziehen. Blödsinn. Ausgezogen. Bist du dir denn sicher, dass es Annes Zimmer war? Ganz sicher. Das Bett kenne ich hier. Ja, ist ja gut. Ich frag ja nur. Komm schon, lass uns hier abhauen, bevor sie noch mal kommt. Ich weiß es nicht. Sie ist tatsächlich mit diesem aufdringlichen Schönling zusammengezogen. Ja, das ging ratzfatz. Die beiden lassen halt nichts anbrennen. Wer ist das denn? Oh nein. Gib her. Bist du das? Das Foto wollte ich schon lange wegschmeißen. Lass doch mal sehen. Nein, das ist schrecklich. Also wer mit solchen Hüten rumläuft, der braucht sich für Kinderfotos nicht zu schämen. Du bist gemein. Ich weiß überhaupt nicht, was du willst. Du siehst doch sogar mit Brille und Zahnspange total süß aus. Hier, sonst noch was? Zange, Nägel, Motorsäge. Darauf komme ich zurück, wenn mein Schrank nicht in die Ecke passt. Das bringt doch nichts. Du ziehst also wirklich bei ihm ein? Meinst du, kannst du mich leichter vergessen? Paul! So funktioniert das nicht. Ich liebe dich. Mach das nicht kaputt. Du liebst mich doch auch. Was redest du da, Paul?